Hey Leute, hier ist wieder der Kai von 10 past 10 und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Erst einmal vielen lieben Dank euch allen für 1000, 2000 und jetzt schon fast 3000 Abonnenten auf meinem Kanal. Ich bin wirklich überwältigt von so viel Interesse und vor allem auch dem positiven Feedback, das ich in den ganzen Kommentaren von euch bekomme. Und als kleines Dankeschön an euch verlose ich diesen Uhrenbeweger hier an einen meiner Zuschauer. Was ihr zur Teilnahme an der Verlosung machen müsst, erkläre ich euch am Ende des Videos. Und nun zum heutigen Thema. Als ich 2017 das erste Mal aktiv auf die Uhrensuche gegangen bin, bin ich über diverse Online-Shops und Marktplätze sehr schnell mit dem sogenannten Grauhandel in Berührung gekommen. Ich habe mich damals immer gewundert, wieso praktisch alle Uhren so viel günstiger auf dem Graumarkt waren als beim offiziellen Händler. Rabatte von bis zu 30% waren 2017 sogar bei Rolex noch möglich. Viele offizielle Händler warnen außerdem vor dem Graukauf, vor allem wegen der Echtheit der Uhren und auch weil man bei Auslandsreisen anscheinend Schwierigkeiten mit dem Zoll bekommen könnte. Und genau aus diesem Grund erkläre ich euch heute, was genau Grauhandel ist und die 3 Wege, wie Grauhändler an ihre Ware kommen und wieso diese so stark nach oben oder unten vom Listenpreis abweichen können. Danach kläre ich noch Fragen zu Themen wie Echtheit der Uhren, Reisen mit grau gekauften Uhren und dem Thema Gewährleistung und Garantie. Wenn ihr euch für das Thema Luxusuhren interessiert, abonniert meinen Channel und drückt die Glocke da unten, um immer sofort über neuen Content benachrichtigt zu werden. Hier gibt es jede Woche interessante neue Videos in Deutsch und in erstklassiger Qualität. Fangen wir direkt damit an, was Grauhandel eigentlich ist. Per Definition gibt es 3 Vertriebswege, auf denen Ware verkauft werden kann. Den weißen Handel oder eben autorisierten Handel, bei dem die Ware über offiziell lizenzierte Händler, in unserem Fall beispielsweise Rolex oder Patek Philippe Konzessionäre, direkt an den Endkunden, also euch geht. Oder auch, wenn eine Sony-Kamera über einen offiziellen Händler, beispielsweise Mediamarkt, verkauft wird. Das Gegenstück davon ist der Schwarzmarkt, wo Ware unterschlagen wird und nicht reguliert auf illegalem Wege an den Endkunden geht. Meistens werden hier auch illegale oder eben gefälschte Produkte verkauft. Zwischen diesen beiden Kanälen liegt dann auch farblich der Grauhandel. Er bezeichnet den Vertrieb von echter Ware, allerdings auf einem Vertriebsweg, der vom Hersteller, also zum Beispiel Rolex, so nicht vorgesehen wurde. Die meisten Uhrenhersteller gestatten den Vertrieb ausschließlich direkt über ihr Händlernetzwerk und möchten nicht, dass Uhren auch neu auf dem Graumarkt verkauft werden. Ein wichtiger Punkt ist hier aber, dass das eben nur Vorgaben der Hersteller und nicht der Gesetzgeber sind. Ein wichtiges Merkmal des Grauhandels ist also vor allem, er ist 100%ig legal. Es gibt Grauhandel übrigens auch auf dem Automarkt und theoretisch auf allen anderen Märkten. Abzugrenzen vom Grauhandel ist außerdem noch der Gebrauchthandel, bei dem die verkaufte Ware dann eben nicht mehr neu und unbenutzt ist. Wo wir jetzt geklärt haben, was Grauhandel grundsätzlich ist, kommen die nächsten Fragen auf. Woher bekommen Grauhändler ihre Ware und wieso ist diese teilweise dann so extrem günstig im Vergleich zum Listenpreis? Dafür solltet ihr zunächst wissen, dass die Marge auf Luxusuhren in der Regel so zwischen 30 und 50% liegt. Es gibt im Wesentlichen 3 Wege, wie Grauhändler ihre Ware beziehen, plus einen weiteren Weg, der aber eher die Ausnahme ist. Der erste Weg ist der Erwerb aus Restbeständen, den sogenannten Closeouts, manchmal auch direkt vom Hersteller. Hier geht es für die Hersteller oder die Händler meistens einfach nur um das Bewegen von Ware zur Erfüllung gewisser Quoten oder Absatzziele im Verkauf. Das heißt, dass hier ein enormer Verkaufsdruck herrscht und somit der Händler im Zweifel in manchen Fällen sogar komplett auf seine Marge verzichtet. Die Ware, die dabei verkauft wird, ist oft eher wenig nachgefragte Ware. Um das also mal vorwegzunehmen, Closeouts bei Rolex hat es noch nie gegeben und wird es vermutlich auch niemals geben. Ein weiterer Grund für solche Closeouts ist, dass große Konzerne oft mehrere Tochtergesellschaften haben. Zur Richemont-Gruppe beispielsweise gehören Cartier, IWC, Jaeger-LeCoultre und auch noch viele mehr. Zusätzlich sind diese dann auch noch in Richemont USA, Richemont Asia, Richemont Schweiz und so weiter aufgeteilt. Gibt es also in der USA beispielsweise große Restbestände, werden diese unter Umständen auf den asiatischen Markt geworfen oder andersherum. Das bietet Grauhändlern dann die Chance zum sehr günstigen Wareneinkauf. Der zweite Weg ist der Erwerb direkt von den offiziellen Händlern, sogenannten Konzessionären oder Konzis. Auch diese müssen nämlich Quoten erfüllen. Nicht nur um allgemein Gewinn zu erwirtschaften, sondern auch um genug Geld zu haben für die nächsten Bestellungen von Uhren bei den Herstellern.
Herstellern. Können Konzessionäre nämlich keine Ware abkaufen, verlieren sie in der Regel sehr, sehr schnell ihre Konzession oder eben ihren Status als offiziellen Händler der Marke. Für den Konzi macht es Sinn, kurzfristig auf die Gewinne zu verzichten, um auf lange Sicht eine lukrative Konzession mit einer Marke wie beispielsweise Rolex nicht zu verlieren. Übrigens, wenn es eine Preiserhöhung gab und der Konzi noch Ware zum alten Preis eingekauft hat, kann er oft zu einem sehr günstigen Preis verkaufen und eben trotzdem noch ein bisschen Gewinn an der Ware machen. Grauhändler, die direkt vom Konzi kaufen, müssen diesem aber dann eben auch einen sehr lukrativen Deal anbieten. Oftmals werden für mehrere hunderttausend oder sogar Millionen Euro viele eher schwer zu verkaufenden Modelle gekauft und als Sahnehäubchen gibt es dann eben auch noch ein paar Sportstahlmodelle mit dazu. Denn der Konzi kann dem Hersteller nicht einfach nur Daytonas mit Keramiklünette abkaufen, sondern muss auch den, ich sage jetzt mal, Schrott von weniger beliebten Marken einkaufen oder auch weniger beliebte Modelle einer ansonsten beliebten Marke, welchen er selbst eben so schnell wie möglich wieder losbekommen möchte. Jetzt fragt sich manch einer vielleicht aber an dieser Stelle, okay, und wieso führen die Händler dann überhaupt die weniger beliebten Marken? Und das ist ganz einfach damit begründet, dass sich auch andere Marken nach dem Verlust oder der Abgabe einer Konzession oftmals zurückziehen, was zu einem regelrechten Dominoeffekt führen kann, womit der Händler im schlimmsten Fall in kürzester Zeit alle wichtigen Konzessionen verliert. Das bedeutet dann unter Umständen das Ende des Geschäfts. Denn jetzt Marken wie Rolex zum Beispiel sind schon wirklich Umsatztreiber eines Konzessionärs und somit ganz wichtig für deren laufenden Betrieb. Und genau hier kommen wir zum dritten Weg, wie Grauhändler an ihre Ware kommen. Verliert nämlich ein Händler aus irgendeinem Grund seine Konzession, kaufen die meisten Hersteller die Ware nicht zurück, um eben die Quoten auch nicht zu verschlechtern. Grauhändler können jetzt unter Umständen sehr, sehr gute Deals landen, wenn sie dem Händler beispielsweise den kompletten Restbestand abkaufen, damit dieser seinen Cashflow für den weiteren Verkauf aufrechterhalten kann. Und so ähnlich ist es dann natürlich auch bei einer kompletten Geschäftsaufgabe eines Juweliers, wo dieser seine Ware so schnell wie möglich noch abverkaufen möchte. Der letzte Weg stellt nun die vorher schon genannte absolute Ausnahme dar. Grauhändler kaufen die Ware von guten Kunden des Konzessionärs, dann aber oftmals auch zu hohen Einkaufspreisen. Ich selber habe beispielsweise von einem Fall mitbekommen, wo einer der besten Kunden eines Konzessionärs aus dem EU-Ausland dort eine Daytona zum Listenpreis gekauft hat, also für ungefähr 12.000 €. Da er selbst jedoch schon versorgt war, hat er diese eben für 19.500 € an einen Grauhändler in Deutschland weiterverkauft. Von diesen Kunden bekommt der Grauhändler auch mehrmals im Jahr angesagte Modelle und der Konzessionär, ja, der duldet das wohl mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil eben besagter Kunde dort jedes Jahr mehrere Millionen Umsatz macht und der Konzi sich es einfach nicht leisten kann, diesen Kunden wegzuschicken, nur weil er die Ware eben weiterverkauft. Die Frequenz ist allerdings trotzdem viel zu niedrig, als dass ein Grauhändler nur von solchen Einkäufen leben könnte. Nachdem wir nun wissen, wie Grauhändler an ihre Ware kommen, ist jetzt natürlich die nächste Frage, wie wird man eigentlich genau Grauhändler? Und was für Gefahren kann es eventuell für Käufer auf dem Graumarkt geben? Grauhändler ist man zunächst einmal immer, wenn man neue Ware über einen nicht vom Hersteller vorgesehenen Vertriebskanal verkauft und damit dann Gewinn erzielt. Dafür muss man beispielsweise auch kein Ladengeschäft besitzen, man kann die Ware auch über einen Online-Shop verkaufen. Jeder kann also theoretisch sofort Grauhändler werden. In der Praxis ist es aber heutzutage schwierig, sich entsprechende Beziehungen und auch den dazugehörenden Kundenstamm aufzubauen. Bei Händlern wird oft davor gewarnt, dass grau gekaufte Uhren zu Schwierigkeiten beim Zoll führen können. Allgemein stimmt das auch. Wurde die Uhr nicht richtig eingeführt, also beispielsweise eine Uhr aus den USA nach Deutschland, und kann man nicht nachweisen, dass diese ordentlich verzollt und versteuert wurde, dann ist das ganz klar Steuerhinterziehung. Das hat Ballack beim Mitbringen einer 2.000 € Handtasche für seine Frau aus Dubai übrigens auch schon einmal 70.000 € Strafe gekostet. Die gute Nachricht: Sobald ihr eine Rechnung habt, die belegt, dass ihr die Uhr in Deutschland bei einem Händler gekauft habt, seid ihr aus der Verantwortung. Auch bei Privatverkäufen reicht ein privater Kaufvertrag über gebrauchte Uhren aus, um nachzuweisen, dass ihr die Uhr in Deutschland gekauft habt und sie somit nicht verzollen oder versteuern musstet. Die nächste Frage zur Echtheit der Uhren lässt sich meistens mit der Empfehlung beantworten, nur bei Händlern zu kaufen, die man kennt und oder die einen guten Ruf haben. In zahlreichen Foren kann man über die meisten Händler durch einfaches Googlen Erfahrungsberichte nachlesen und ich packe euch auch einige Händler in die Videobeschreibung, denen ich vertraue und bei denen ihr bedenkenlos kaufen könnt,
ohne die Sorge auf falscher Ware sitzen zu bleiben. Die Garantie bei den neuen Uhren könnt ihr übrigens direkt über die offiziellen Händler abwickeln, auch wenn ihr dort nicht gekauft habt. Diese sind nämlich dazu verpflichtet, Garantiefälle anzunehmen. Außerdem muss euch jeder gewerbliche Verkäufer, also auch ein Grauhändler, bei Neuware auch eine 24-monatige Gewährleistung und bei Gebrauchtware eben eine 12-monatige Gewährleistung geben. Wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare, denn wir kommen nun zum allerletzten Punkt des Videos, der Verlosung dieses Uhrenbewegers. Ich habe hier einen nagelneuen Uhrenbeweger von Designhütte in der Farbe Schwarz mit Platz für ein Lieblingsstück eurer Wahl, damit ihr eure Uhr nie wieder aufziehen müsst. So wird die Gangreserve eurer Uhr immer auf hohem Niveau gehalten und wenn ihr die Uhr jetzt mal ein paar Tage oder ein paar Wochen sogar nicht getragen habt, müsst ihr sie nicht aufziehen, sondern könnt sie direkt wieder anziehen. Um euch die Chance auf dieses Giveaway zu sichern, müsst ihr nur zwei ganz einfache Dinge tun. Erstens, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das jetzt und drückt unten auf den Knopf. Und zweitens, hinterlasst unter diesem Video einen Kommentar, wo ihr eine Frage oder ein Thema reinschreibt, das ihr gerne im zukünftigen Video sehen würdet. Das war's auch schon. Die kompletten Teilnahmebedingungen findet ihr dann auch unten in der Videobeschreibung. Den Gewinner geben wir dann im Video am 14. April 2019 bekannt. Und wenn euch das Video jetzt gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da und ich freue mich schon, euch im nächsten Video wieder zu sehen. Und vor allem freue ich mich auch darauf, bald den Uhrenbeweger an euch zu verlosen. Bis dann!